Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Moskau. Eine Artistin des weltberühmten Zirkus Saure Sani überlebte den Angriff einer 3 Meter langen Würgeschlange. Die 2-jährige Boa Constrictor aus dem Streichelzoo des Zirkusunternehmens hatte nach der Premierenfeier im sibirischen Minsk offensichtlich den Wohnwagen verwechselt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Sachen gibt's. Zum Wetter. Das Tief Marvi verdirbt uns leider den Samstagabend. Das Tief Marvi? Aus Nordwesten schiebt sich Kaltluft unter die warmen Luftmassen. Am späten Nachmittag ist mit heftigen Gewittern zu rechnen. Nachttemperaturen zwischen 12 und 18 Grad. Das waren die Nachrichten. Sprecher im Studio war Kuno Klickert. Der schon wieder? Danke, Meister. Das war's doch mit der Gartenparty, oder? Tja, Mist. Da will man seinen 30. feiern und dann kommt dieser Marvi. Hey, das bin ich ja. Dieses saublöde Tief Marvi mit seinen Gewitterschauern und alles fällt ins Wasser. Ich fange gleich mal an, alle anzurufen. Besser ist es, Kuno. Besser ist es. Mutti? Hello, everybody. Endlich ist er weg. Das war echt nicht fair. Ich meine, was kann ich denn dafür, dass der seine Gartenparty... Am besten frage ich gleich mal meinen Wetterexperten. Hallo, Dr. Thermos Stratos. Stimmt das denn mit dem Gewitter? Hallo, Marvi Hämmer. Hörst du? In meiner Gegend geht es gerade los. Wusstest du, dass weltweit etwa 40.000 Gewitter pro Tag entstehen? Gecko mio, da kann ja niemand mehr sicher sein. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Wenn man einen Blitzableiter auf dem Dach hat, muss man nichts befürchten. Ich mach schnell alle Fenster zu und melde mich gleich wieder. 30 Tonner und Studiogedonner. Da ist aber was im Anmarsch. Aber wenn man einen Blitzableiter auf dem Dach hat... Moment mal. Wer sagt denn, dass das Studio... Vielleicht sollte ich mal nachsehen. Aber zuerst rufe ich meine World Reporter. Die sind im Regenwald. Das hört man ja richtig. Da fällt die Party auch ins Wasser. Dabei ist heute ein ganz besonderer Tag. Hallo, Ming. Herzlichen Glückwunsch. Hast du nicht heute... Yes, it's my birthday today. Thank you, Marvi. Thank you, little bird. Yes, I'm celebrating my birthday in the rainforest. Hey, wo sind JC und Roberto? Where did JC go? And where's Roberto? Maybe they've gone to get my birthday presents. It's hot. Oh, and it's sticky. Hey, JC und Roberto. Ihr wisst doch hoffentlich, was heute für ein Tag ist. I hope you know what day it is today. Hallo? 1, 2, check, 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 check. Die scheinen mich nicht mehr hören zu können. Hoffentlich haben die Mings Geburtstag nicht einfach... Hi, Ming! Oh je. Ich ahne Schlimmes. Hi, JC. What day is it today, Roberto? Wait a minute. Well, yesterday it was Friday. Tomorrow is Sunday. So today is Saturday. Why? No reason. Nice tune. What is it? Nothing special, just something that came to me. Come on, boys, it's getting foggy. Hey, Marvi. I can't believe they've forgotten my birthday. Marvi? Marvi? Hello? Marvi can't hear me anymore either. Some birthday.
It's obviously going to be a bad day. Oh, armer Ming. Er glaubt, das wird ein schlimmer Tag. Wenn JC und Roberto wirklich so tun, als hätten sie seinen Geburtstag vergessen, dann ist das nicht witzig. Hindukusch und Handwerkerpfusch. Das Fenster. Offen gestanden. Das ist ja schrecklich. Aber ich könnte auf die Fensterbank klettern und schauen, ob draußen so ein Blitzableiter ist. Und wie soll ich dann... Ich weiß. Ich lass mir helfen. Hey, Dr. Thermostratos, hast du ein paar tolle Fragen auf Lager? Ja, Marvi, aber mit dem Wetter ist es nicht so einfach. Versuch's einfach, denn jetzt kommt das... Marvi Hämmers Viva Wetterquiz! Wetter und Klima. Klima und Wetter. Was ist eigentlich der Unterschied? Wenn du heute, also jetzt, aus dem Fenster schaust, siehst du das Wetter. Zum Beispiel Regen, Sonne oder Gewitter. Das Klima dagegen beschreibt, wie das Wetter vor eurer Haustür oder an einem anderen Ort auf der Erde in den letzten Jahren war. Wer spielt eigentlich die entscheidende Rolle beim Klima? A. Frau Holle? B. Petrus? Oder aber C. Die Sonne? So, und jetzt du, Dr. Stratos. Ich muss hier hoch. Frau Holle lässt es schneien und Petrus dreht an der himmlischen Klimaanlage. Schön wär's. Richtig ist Antwort C. Die Sonne spielt eine ganz entscheidende Rolle beim Klima. Sie versorgt die Erde nicht nur ständig mit Licht, sondern auch mit Wärme und sorgt so dafür, dass warme Luft entsteht. Warme Luft ist leicht und... Moment mal, leicht? Heißt das... Genau. Luft hat ein Gewicht. Wenn die Luft kein Gewicht hätte, dann würden wir alle große Sprünge machen, wie die Astronauten auf dem Mond. Der hat nämlich keine Lufthülle wie unsere Erde. Jetzt kommt die Frage, wieso eigentlich ist denn warme Luft leicht? Leichter als kalte Luft. A. Sie dehnt sich kräftig aus. B. Sie wird ordentlich zusammengedrückt. Oder C. Sie nimmt schwer ab. Nimmt schwer ab? Luftdiät oder was? Nix als heiße Luft, diese Antwort. Und ordentlich zusammengedrückt, das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Luft besteht ja aus vielen, vielen Molekülen und Atomen. Das sind winzige kleine Teile, die ständig durcheinander schwirren und aneinander stoßen. Kladoing! Wird die Luft erwärmt, beginnen sich die Moleküle noch viel schneller zu bewegen und stoßen viel doller zusammen. Dadurch entfernen sie sich voneinander und die Luft dehnt sich aus. Das ist der Grund, warum warme Luft leichter ist. Warme Luft ist leichter und steigt nach oben, wie in einem Kamin. Kühlere Luft strömt nach. Wenn warme Luft aufsteigt, entsteht ein sogenanntes Tiefdruckgebiet. Dann folgen oft heftige Winde und Regengüsse. Ein Tief, das bedeutet meistens schlechtes Wetter. Ein Gebiet mit hohem Luftdruck heißt dagegen hoch. Ja. Ich bin auch schon ganz schön hoch. Mach ruhig weiter, Doktor. Gerne, Marvi. Dann kommt die nächste Frage. Was für ein Wetter kündigt denn meistens ein Hoch an? A. Hohe Wolken. B. Schönes Wetter. Oder C. Eine Hochzeit. Hochzeit. Hey, für die Witze bin ich hier zuständig. Außerdem falsch. Genauso wie die hohen Wolken. Antwort B ist richtig. So ist es. Ein Hoch.
also ein Hochdruckgebiet. Kündigt meistens schönes Wetter an. Übrigens haben in einem Jahr die Tiefs Frauennamen und die Hochs Männernamen. Im nächsten Jahr ist das umgekehrt. Ich verstehe. Und dieses Tief hier... Jisse! Wolkenberg und Himmelsfeuerwerk. Und das war knapp. Das jedenfalls trägt also zufällig den Namen Marvi, ja? Da bin ich aber froh. So, wo ist denn jetzt dieser Blitzableiter? Wie sieht so ein Dings überhaupt aus? Da hinten. Da hinten steht ja ein ganzer Wald aus Metall. Runde Teile und lange, dünne. Ich fürchte, ich muss da raus und mir das näher anschauen. Das war unser Viva Wetterquiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Weißt du was, Dr. Stratos? Mach doch gleich mal weiter mit deiner Hörreportage, ja? Na gut, Marvi. Warum die Sonne scheint, warum es blitzt und donnert, Fragen wie diese haben die Menschen schon immer beschäftigt. Ganz lange hielt sich der Glaube, dass himmlische Mächte bestimmen, ob es regnet, hagelt oder schneit. Wir wissen heute, dass es anders ist. Denn schließlich gibt es die Meteorologie, die Wissenschaft von den Bedingungen der Atmosphäre und des Wetters. Aus dem Weltall fotografiert sieht sie aus wie eine dünne, blassblaue Hülle. Unsere Atmosphäre. Gemessen an der Größe der Erde nicht dicker als die Schale eines Apfels. Für uns, für die ganze Natur ist sie lebenswichtig. Sie liefert die Luft zum Atmen. Sie schützt vor den Strahlen der Sonne. Und sie sorgt für den Temperaturausgleich auf der Erde. Ohne sie gäbe es keinen Wind, keine Wolken, keinen Regen. Sie besteht aus mehreren Schichten. In ihrer unteren Schicht, der Troposphäre, da toben sich die Winde aus. Da entstehen Wolken, die Regen bringen. Da bauen sich Gewitter auf. Dr. Stratos, diese Troposphäre mit den Gewittern, ich bin mittendrin. Da bin ich sogar sicher. Die Troposphäre ist an den Polen ungefähr 12 Kilometer hoch und am Äquator sogar 17 Kilometer. Am Äquator steht die Sonne das ganze Jahr über fast senkrecht. Deshalb ist es in den Tropen immer heiß. Die Luft erwärmt sich, dehnt sich aus, steigt auf und strömt zum Nordpol oder zum Südpol. Dabei kühlt sie sich ab und fließt in Bodennähe wieder zurück zum Äquator. Aha, so einfach ist das mit dem Wetter. Warme Luft steigt am Äquator auf, weht nach Polen, zu den Polen, kühlt ab, sinkt runter und wieder zurück. Nein, es gibt nämlich noch andere Dinge, von denen die Luftmassen beeinflusst werden, die rund um die Erde unterwegs sind. Zum Beispiel die Erdbewegung. Auf der Nordhalbkugel wird jede Luftbewegung nach rechts abgelenkt und auf der Südhalbkugel nach links. Außerdem ist die Erdkugel ja nicht glatt wie ein Ball. Es gibt Berge und Täler, Wälder und Städte. All das beeinflusst die Luftströmungen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die Kraft der Sonne sorgt dafür, dass es ein stetes Auf und Ab von kalter und warmer Luft gibt. Dadurch entstehen Winde. Und jetzt kommt das Wasser ins Spiel. Ich bin schon total nass. Diese Wolken, die haben es ganz schön in sich. Wolken, ganz richtig. Wie entstehen eigentlich Wolken? Also, Luft enthält immer Wasserdampf, mal mehr, mal weniger. Der stammt von den Meeren, den Seen, den Flüssen oder vom Boden. Wenn sich die Luft abkühlt, wird der Wasserdampf zu flüssigem Wasser oder sogar zu Eis. Dann entstehen Wolken aus Millionen von Tröpfchen und Eiskristallen, so winzig und leicht, dass sie in der Luft schweben. Cirruswolken, leicht wie eine Feder. Gemütliche Cumuluswolken, dicke Schäfchen weiß vor dem blauen Himmel, wie ein Gemälde.
Aber Vorsicht! Laden sich diese Cumuluswolken richtig mit Feuchtigkeit auf, dann wachsen sie steil nach oben, bis zu 9000 Meter hoch. Wir bezeichnen sie dann als Cumulonimbuswolken. Aha, ich glaube, so eine Cumulonimbuswolke ist direkt über mir. Dr. Stratos, weißt du eigentlich, wie so ein Blitzableiter aussieht? Blitzableiter, danke für den Hinweis. Jetzt kommen wir zum Thema Gewitter. Ein Gewitter entsteht, wenn eine Cumulonimbuswolke sehr hoch wird. In einer Gewitterwolke steigen und fallen Winde mit hoher Geschwindigkeit. Rauf, runter. Dabei wirbeln sie die Wassertröpfchen und die Eiskristalle kräftig durcheinander. Auf und ab. Elektrische Ladungen bauen sich auf mit riesigen Spannungsunterschieden. Die Oberseite der Gewitterwolke, an der sich die Eiskristalle bilden, lädt sich dabei meist positiv auf, die Unterseite mit den Wassertröpfchen negativ. Wenn der Ladungsunterschied groß genug ist, entlädt sich die Spannung. Es blitzt. Schreck, lass nach. Man könnte sagen, dass der Blitz ein gigantischer elektrischer Funke ist, mit bis zu 100 Millionen Volt. Während der Entladung des Blitzes wird die Luft im Blitzkanal innerhalb von Mikrosekunden auf etwa 30.000 Grad Celsius erhitzt und dehnt sich explosionsartig aus. Wird sie schneller als Schall oder anders gesagt, durchstößt sie die Schallmauer wie ein Düsenjäger, gibt es einen lauten Knall, den Donner. Man kann doch anhand von Blitz und Donner ausrechnen, wie nah ein Gewitter ist, nicht? Zuerst sehen wir den Blitz. Hallo? Und dann hören wir den dazugehörigen Donner. Das ist klar, warum, oder? Der Schall pflanzt sich ja langsamer fort als das Licht. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 Kilometer pro Sekunde. Die Schallgeschwindigkeit nur etwa 340 Meter pro Sekunde. Um auszurechnen, wie weit man vom Zentrum eines Gewitters entfernt ist, zählt man die Sekunden zwischen dem Blitz und dem Donner und teilt die Summe durch 3. Aha. 1, 2, 3. 3. Geteilt durch 3 ist gleich 1. Direkt über mir. Genau, sehr gut. Ich stehe hier vor so einem runden Dings. Ist das vielleicht der Blitzableiter? Ich dreh mal dran. Blitzableiter? Interessantes Thema. Quasi ganz einfach. Hallo? Das ist ein Draht, der den Blitz quasi einfängt und ins Erdreich umleitet, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann. Ein Blitzableiter wird also immer an der höchsten Stelle des Gebäudes angebracht. Wenn ein Blitz einschlägt, leitet er den Strom außen am Gebäude entlang sicher zum Erdboden. Heute sind Blitzableiter eine Art Drahtsystem, die das ganze Haus umgeben. Eine Art Drahtsystem? Hier sind überall Drähte. Potzblitz. Dann muss das ja der Blitzableiter sein. Dann ist mein Studio ja sicher. Dr. Stratos, wie schützt man sich eigentlich vor Gewittern, wenn man draußen ist? Tja, am besten ist man gar nicht draußen. Schlechter Witz und Kugelblitz. Also, nichts wie rein mit Marvi Hämmer. Am gefährlichsten ist es im Wasser, denn Wasser leitet Elektrizität. Großer Quatsch sind auch Sprüche wie »Buchen sollst du suchen«. Völlig unhaltbar. Blitze schlagen überall ein. Im Notfall muss man sich flach auf den Bauch legen, um nicht selbst der höchste Punkt zu sein, den Blitze suchen. Sicher ist man in Autos, Bahnen oder Flugzeugen, also in einem Raum, der von allen Seiten von leitfähigem Metall umgeben ist. Den nennt man Faradayschen Käfig, nach dem englischen Chemiker Michael Faraday.
Hat aufgehört zu regnen. Wie im Wetterbericht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass es hier auf dem Dach einen Blitzableiter gibt. Wie, du hast nachgeschaut? Donnerwetter, das hätte ich dir vorher sagen können. Heutzutage hat jedes Gebäude einen Blitzableiter. Das ist Pflicht. Na, besten Dank für die Auskunft. Diese Experten. Und dafür habe ich mich nass regnen lassen. Na, dann mal schnell zu den anderen Nässefängern. Zu meinen World Reportern. Mal hören, ob inzwischen fröhliche Geburtstagslieder durch den Regenwald schallern. Na, hoffentlich können die mich endlich wieder verstehen. Hallo, JC und Roberto. Wollen wir zusammen ein Ständchen singen? How could they forget my birthday? This is the worst birthday ever. It's even raining. Ouch! Stupid branch! Everything is going wrong today. Dang stupid branch! Out of my way! Ouch! Roberto, what are you doing in there? Surprise! And here you are. Happy birthday, Ming! Thank you. Oh, and the rain has stopped too. Regenguss und Geburtstagsgruß. Sie haben es doch nicht vergessen. You remembered. Of course we remembered. Here are your presents. Oh, I love presents. A notebook and a pen. A notebook and a pen. Just like the ones I already have. Ein Notizbuch und ein Stift. Das ist ja wirklich nicht sehr originell. That was my idea. A notebook and a pen. I thought they were something you could always use. Of course. Let me just take a look in my backpack at all my other notebooks and pens. You know, I don't think Ming is really happy. He looks a little disappointed. Don't be disappointed, Ming. Here's some birthday magic. Abracadabra! Wow! A pair of sunglasses? They look cool. The best birthday present ever. World Reporters, go! Oh, eine Sonnenbrille. Wow, wie cool. Mutti? Ja, die Party steigt nun doch. War nur ein kurzes Gewitter. Genau, kurz, aber heftig. Jetzt soll's schön bleiben. Na super, wir sehen uns nachher im Garten. Nanu, da ist der ja schon wieder. Nix wie weg. So, einmal noch die Nachrichten. Mal sehen, was die Kollegen so vorbereitet haben. Oslo, in der Hauptstadt Norwegens, wurde der erste Kindergarten für Hunde eröffnet. Zum Tagesablauf gehören Spielen und Spaziergänge. Zur anschließenden Entspannung gibt es ruhige Musik, gemischt mit Wolfsgeheul und anderen Tiergeräuschen. Wolfsgeheul? Das soll beruhigen? Hallo Regie? Kann wieder losgehen. Und die Party nachher auch. Das war's mit dem Gewitter. Sicher? Setz dich lieber mal hin. Ich bekomme hier gerade den Wettersatellitenbericht rein. Wieso? Es hieß doch vereinzelt Auflockerungen. Dumm gelaufen. Jetzt heißt es vereinzelt Hagelschauer. Oh nee. So viel zum Thema Wettervorhersage. Ich halte mich lieber an die Bauernregeln. Wie meine Lieblingstante Makle Schlotterbacke immer sagt, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter. Oder es bleibt, wie's ist. Tja, das war's mal wieder. Für euch gibt's jetzt noch die Hörreportage auf Englisch und die englischen Texte aus dem Heft. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa!
Flugkapitän Marvi begrüßt Sie an Bord des Heißluftballons Studio 1. Wir warten auf unsere Starterlaubnis. Bis dahin empfehle ich Ihnen unser Bordprogramm mit einer kurzen Geschichte des Fliegens. Die ersten Menschen, die sich der Sage nach in die Luft schwangen, waren der griechische Erfinder Daedalus und sein Sohn Ikarus. Dann mal los! Daedalus war ein kluger Kopf. Er erfand das Labyrinth. Doch dann wurde er selbst dort eingesperrt, zusammen mit seinem Kind. Das Kind war ein Junge und er hieß Ikarus. Und Ikarus wollte hoch hinaus. Er hatte den Flug der Vögel gesehen und die kamen überall raus. Daedalus hatte den Geist des Blitz, wie sie endlich fliehen von diesem Platz. Er baute Flügel für Vater und Sohn aus Federn und Bienenwachs. So stiegen sie in die Luft zur Mittagszeit, 2 Menschen mit großen Flügeln. Doch Ikarus kam der Sonne zu nah, da schmolz das Wachs, er fiel kopfüber ins tiefe blaue Meer. Daedalus musste allein weiterfliegen und dachte nach, was falsch gelaufen war. Da kam ihm die Erkenntnis. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 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 Fliegen nach. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 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 Fliegen nach. Ein Hase saß im tiefen Tal, singing Holly Polly Doodle all the day. Übt Segelflug wie Lilienthal. Ach was, das ist ja nur ein Kinderlied. Aber den Otto Lilienthal, den gab es wirklich. Der Mann aus Deutschland war ein Ingenieur und er hatte große Pläne, der Otto. Vom Sprung zum Flug, so soll es gehen, bergunter war sein Motto. Er sah sich den Flug der Störche an, immer und immer wieder. Er baute sich Flügel aus Holz und Stoff, sah aus wie ein Drachenflieger. Mit den Flügeln rannte er einen Hügel rauf und warf sich über die Kuppe. Der Hügel war klein, der Flug war kurz, aber immerhin, es fluppte. Die Flieger wurden größer, die Hügel auch, doch dann gab's einen Unfall. Der Luftstrom riss ab, er flog zu kurz, der arme Otto Lilienthal. Hier spricht Flugkapitän Marvi. Leinen los, wir fliegen! Am 17. Dezember 1903 war es endlich soweit. Das erste Motorflugzeug startete in die Luft. 2 Brüder hatten es erfunden. Sie hießen Wilbur und Orville und trugen den Nachnamen Wright. Sie bauten eigentlich Fahrräder, doch damit kamen sie nicht so, hoch. Der erste Flug mit Flyer One war eine echte Sensation. Sie setzten sich in Doppeldecker und dann flogen sie schon. Propeller, Höhenruder, Seitenruder, 4-Zylinder. Die Brüder hatten's echt drauf. Sie wurden schwer gefeiert in Amerika, Land ab und Land auf. Heute starten die Flieger im Minutentakt und wir erinnern uns noch einmal an Daedalus, Ikarus, die Gebrüder Wright und Otto Lilienthal. Und spätestens jetzt sollten es alle wissen. Give it to me, baby! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 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 Fliegen nach. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, 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 Fliegen nach. Hier spricht Fesselballon Kapitän Marvi. Wir wollen landen. Gebt mal ein paar Sandsäcke rauf, damit wir schwerer werden. Wie bitte? Das geht jetzt nicht mehr? Was soll das denn heißen? Fusseltier und Fesselballon. Muss ich jetzt rund um die Welt gondeln oder wie? Und wenn ich der Sonne zu nahe komme? Ach du lieber Himmel. Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 38. Comic strip. The World Reporters doing a beetle race. Are you as bored as I am? Those 2 beetles seem to be having a race. Aren't they lucky? It would be fun to be in that race. What a great idea! Who wants to join in?
Shrinking powder? Great idea! Fantastic! Everyone choose a beetle to ride on. I'll take the little black one. Ready? Where's Roberto? Bug off! Here comes the champion! Whoever reaches that tree over there first wins. Yippee! Get a move on. Roberto's stag beetle. Length 7.5 centimeters. Speciality: has large antlers to fight with. Oh no! It's afraid of water! Watch out! Here's a puddle! JC's great diving beetle. Length 3.5 centimeters. Speciality: can dive and swim. Keeps an air bubble under its wings. Come on! Let's find another way around the water! Make way! Ming's bombardier beetle. Length 1 centimeter. Speciality: can shoot hot chemicals from his belly to scare enemies. Yes! I am the Winner! Don't be sad. You're second. Are you still bored, boys? No, not at all! See page 3. Snapshot. JC's notes. A chick climbs out of the hollow. The animal plummets down the tree. It waddles towards the water. See page 6. World News. Ming's notes. The robot grabs a slice of toast. Then it opens the fridge. It brings you the tray. See page 8. Your busy heart. Ming's notes. Some arteries are as thick as a thumb. Arteries and veins branch out like trees. Capillaries are far narrower than a hair. This is a heart. Aorta, right atrium, right ventricle. Artery, left atrium, left ventricle. See page 10. Animal Nurseries. JC erzählt dir, wie Tierkinder aufwachsen. I love my mummy too. JC's report from the Arctic. Hi, Marvi. I am calling from the Arctic. I am looking at a cave where a polar bear mother lives with her cubs. Polar bear cubs are as small as puppies when they are born. They cannot see or hear. But when they are 3 months old, they are big enough to leave the cave. Hey! Here they come! How cute! But, oh dear, the mother has discovered me. I'd better go. Bye-bye. These are alligators. Snout. Hatchling. Tooth. Upper jaw. Eye. Tail. Lower jaw. How to say baby.
In English, there are different words for animal babies. Calf. For example, giraffe calf, hippo calf, orca calf. Cub. For example, polar bear cub, leopard cub. Hatchling. For example, snake hatchling, alligator hatchling. Joey. For example, koala joey. Pup. For example, walrus pup. Tadpole. For example, frog tadpole. JC's notes. The hatchling pokes its head out of the egg. It sticks out its tongue. It is forked at the top. See page 16. On the way into the unknown. Ming begleitet die Reise der Voyager-Sonden. Hello, Voyager. Where are you? This is a Voyager probe. Space. Camera. Beam antenna. Generator. Antenna. Ming's notes. An alien finds the gold record. It looks at the information. Then it plays the record. Ming interviews Norman F. Ness. He is a professor and space scientist from Newark, Delaware, USA. How does NASA keep in touch with the Voyager probes? NASA uses radio signals to stay in contact with the two Voyager probes. What is your guess? How long will NASA be able to keep in touch with the Voyager probes? There are technical considerations. From a technical point of view, probably at least until the year 2012. Do you think that other forms of intelligent life in space will be able to understand the messages on the gold record? Only if they have the technical capability to read and decipher a record from the 1970s era. These days, we cannot easily read the magnetic tapes from the 1960s and 70s. See page 20. Amazing animals. JC's notes. Roger's wife opens the car door. The dogs jump out. Jack bites into the ankle of one of the bulls. See page 22. The Magical World of Arthur Spiderwick. Roberto erkundet die Welt der Elfen und Wichtel. That's cool! What an incredible world! This is Arthur's library. Hat stand. Portrait. Clock. Books. Bag. Drawer. Desk. Roberto's notes. The book is protected by a seal. A slip of paper is held in place by the ribbons. The boy rips off the ribbon. Roberto interviews Freddie Highmore. Freddie, 16, is an actor. He plays Jared and Simon in the movie. Was it difficult to play both twins in one scene? No, because I always knew what the other would do. Sometimes we rehearsed with a double. First, I played Jared's part, and later I repeated the scene playing Simon. It was a good challenge, though. How did you manage it that the two seem so different in the movie? It was important to distinguish both. Therefore, Jared wears casual clothes, while Simon is dressed more neatly and has a higher voice. And who played the fairies?
No one. The animations were put into the movie later. See page 29. Reader's Report. Helge Lenzin, 13, is from Hamburg. He traveled to England. Dear Marvi, I visited Cornwall in England. If you go there one day, you should visit St. Ives. This is a small, beautiful town with lots of shops. In front of the houses grow palm trees, and you can swim in the ocean. In Cornwall, you can also visit Lizard Point. It is the southernmost spot in Great Britain. There is also a nice youth hostel there. Best regards, Helge. See page 30. Where is the toilet, please? These are toilets. Wall tile. Flush button. Toilet lid. Toilet seat. Toilet bowl. Roberto's notes. Take off your shoes. Slip into the toilet shoes. Never walk around the apartment in toilet shoes. See page 32. Beetle Records. JC erforscht die Welt der kleinen Krabbler. You look really big, little beetle. This is a beetle. Antenna. Head. Abdomen. Thorax. Leg. JC's notes. The beetle grabs some dung. It forms it into a ball. Then it rolls the ball away. JC's report from England. Hello, Marvi. I'm sitting at Lake Windermere in northern England. I want to see beetles that can swim and dive. They're small, so I'm using a magnifying glass to spot them. Oh, there's one! It's diving in a funny zigzag style. I wonder how it breathes underwater. Let's look at it more closely. The beetle comes up to the surface. It opens its wings and pumps air under them. Then it dives down again and breathes from the air bubble. How clever! I wish I could do that too. See page 44. Fun stuff. JC's tongue twister. A flea and a fly flew up in a flue. A flea and a fly flew up in a flue. Sport funnies. Next time, I will fly in the right direction. I hate it when they make me wear the silly hat. Push all you want. The ball will not fit through the net. Oh, heck! No safety net today. What in the world? Stained glass. Playing card. Tiles. Noisemaker. Diamond. Baseball diamond. Kites. Argyle sweater. Rug. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Why does the sun shine? How do thunderstorms form?
Questions like these have interested people ever since the dawn of time. People believed for a very long time that heavenly powers made it rain, hail, or snow. Today we know differently, as the science of meteorology tells us about the conditions in the atmosphere and how they relate to weather. If you take a picture of the planet Earth from outer space, our atmosphere forms a thin, pale blue layer around our planet, relatively speaking, roughly as thick as the peel around an apple. The atmosphere is vitally important for us, indeed, for all of nature. It gives us air we need to breathe, protects us from the rays of the sun, and regulates the temperature on our planet. If we didn't have an atmosphere, things like wind, clouds, and rain would not be possible. The atmosphere consists of different layers. Winds gust, clouds form, and storms rage in the bottom layer, the troposphere. The troposphere is about 12 kilometers thick at the poles, and at the equator, the thickness even increases to 17 kilometers. The sun at the equator is at its zenith for virtually the whole of the year. That's why it is so hot in the tropics. The air warms up, expands, rises, and flows towards the north or south poles. In the process of doing this, the air cools down, sinks to the ground, and flows back towards the equator. There are other things which have an effect on the air masses that circulate around the Earth. For example, the rotation of the Earth. Every current of air around the northern hemisphere moves towards the right, while the opposite is the case in the southern hemisphere, where the air currents flow towards the left. In addition, the Earth isn't as smooth as a ball. The surface is uneven due to all the mountains and valleys, forests and cities. All these things have an effect on the air currents. Let me sum it up again. The sun's energy creates a rise and fall of warm and cold air currents, which in turn produce winds. But what about clouds? How are they formed? Air always contains water vapor, sometimes more, sometimes less. The water vapor is produced in the oceans, the lakes, the rivers, and on the ground. When the air cools down, the water vapor condenses into liquid water or even turns into ice. Clouds, formed through the condensation of water vapor, are composed of millions of water droplets and ice crystals, so tiny that they can float in the air. There are different kinds of clouds. For example, cirrus clouds, which are light as a feather, or the puffy cumulus clouds, brilliant white against a blue sky. But a word of warning: if cumulus clouds absorb a lot of water vapor, they begin to grow bigger and start to pile up. They can tower up to 9,000 meters in height. When they get this big, they are called cumulonimbus clouds. Now we are going to talk about thunder and lightning. A thunderstorm is produced when a cumulonimbus cloud gets very high. The air currents rise and fall very sharply in a thundercloud. They move up and down all the time. This means that the water droplets and ice crystals get pushed around a lot, back and forth, back and forth. This creates a huge difference in their electrical charge. The top of the thundercloud, where the ice crystals have been pushed to, is usually positively charged, but the bottom of the cloud,
where the water droplets have concentrated, is negatively charged. If the difference in electrical charge is high enough, the energy is released and there is a flash of lightning. You could say that a flash of lightning is a gigantic electrical spark, one that measures up to 100 million volts. When the cloud discharges the lightning bolt, the surrounding air is heated to over 30,000 degrees Celsius within microseconds, and thus expands explosively. If the speed of the expansion is faster than sound, or in other words, if it breaks the sound barrier just like a jet fighter, a loud bang is produced, a peal of thunder. First of all, we see the streak of lightning, then we hear the peal of thunder. The reason is clear, isn't it? Sound waves move more slowly than light waves. Light moves at a speed of 300,000 kilometers per second, while sound can only manage about 340 meters per second. In order to calculate how far away you are from the center of a thunderstorm, you have to count the seconds between the lightning and the thunder and divide the number by 3. Lightning conductors. An interesting topic. A lightning conductor is a metal strip that more or less captures the lightning bolt and discharges the energy into the ground so that it can cause no damage. A lightning conductor is always placed on the highest position of a building. When lightning strikes, it safely relays the energy outside around the building and downwards towards the ground. Nowadays, lightning conductors are usually mesh of wire that covers the whole house, and indeed, these days, all buildings have a lightning conductor. What's the best thing to do in a thunderstorm? It's best not to stay outside at all. The most dangerous place to be is in water, because water conducts electricity. There are some folk sayings which are also nonsense, like, seek a beech tree. Lightning strikes everywhere. In an emergency, you should lie down flat on the ground, so that you are not the highest point, the point that lightning always looks for. You are safe in a car, a train, or an aeroplane. That is, in a place where you are surrounded by metal, which is a good conductor. These constructions are called Faraday cages, named after the English chemist Michael Faraday. How precise are weather forecasts? Today, we have weather satellites, weather stations, and radar devices which help us to forecast up to 10 days in advance. The forecasts are getting more and more accurate. Meteorologists have computers and weather satellites that can help them analyze data from the upper regions of the atmosphere and observe long-term developments in global weather.